Willkommen bei der Lately Show mit mir, Florian Streletz. Kommen wir zu unserem Thema heute Abend und schauen einmal auf ein süßes Problem. Und dabei meine ich nicht Baby Yoda, der zwar super niedlich aussieht, aber wir dürfen niemals vergessen, dass Baby Yodas einzig und alleine nur Wookies essen. Wahre Geschichte, denn das ist ein berühmter Disney-Fakt. Nicht umsonst züchtet Disney deshalb seit Jahren Wookies in Disney World Paris. Wir nennen sie allerdings Hipster. Nur bevor wir loslegen, vergiss bitte nicht den Abo-Button zu drücken und die Glocke, denn jedes Mal, wenn die Show ein Abo mehr bekommt, dann wird ein Wookie mehr aus der Knechtschaft von Disney gerettet. Deshalb, wenn du nicht den Abo-Button klickst, bist du vermutlich ein Disney-Mitarbeiter, denn denen ist eine eigene Meinung verboten. Und auch das ist ein weiterer berühmter Disney-Fakt. Aber kommen wir jetzt zu unserem Thema, denn heute Abend geht es hierum. Dieser Imker ist verzweifelt. Seine Bienen haben den Winter nicht überlebt. Sie sehen hier einen Friedhof mit vielen Gräbern. Diese 5 Bienenstöcke waren im Oktober noch voller Leben. Ein wahres Massaker und nicht das einzige. Mir reicht's. Wirklich. Bitte tut endlich etwas. In Europa gibt es zwar noch 16 Millionen Bienenstöcke, doch die Zahl der Tiere ist seit 1985 um ein Viertel gesunken. Und das Bienensterben ist dabei ein immer größer werdendes Problem. Schon Albert Einstein wusste, dass, wenn die Bienen verschwinden, hat der Mensch nur noch 4 Jahre zu leben. Keine Bienen mehr, keine Pflanzen, keine Tiere, keine Menschen mehr. Genau deshalb hatte Albert Einstein auch seinen eigenen Look entwickelt, um notfalls in einer Mad Max Endzeit sich auf das Wesentliche konzentrieren zu können, aber nicht mehr auf seine Punkfrisur. Um dann vor allem endlich Arthur Patschke die Relativitätstheorie mit einem Baseballschläger einzubläuen. Bienen produzieren nicht nur den leckeren Honig und auch Bienenwachs, den ältere Damen dann gerne zu Kerzen zusammenrollen, immer in der Hoffnung, dass der Geist von Patrick Swayze ihnen dabei hilft. Sondern Bienen sind gerade für die Landwirtschaft unersetzlich. Denn weltweit sind Bienen für rund 200 Milliarden Euro Wertschöpfung verantwortlich. Und das heißt nicht durch den illegalen Verkauf von Honig unter dem Flügel an der Autobahn oder abends im Stripclub zur Ergötzung von ein paar Wespen zu strippen, sondern durch das Bestäuben von Milliarden von Blüten. Und so geht die amerikanische Bio-Supermarktkette Whole Foods davon aus, dass wenn das Bienensterben so weitergeht, sie mehr als die Hälfte ihrer Lebensmittel nicht mehr anbieten können, weil es diese dann nicht mehr gibt. Bernard Vasier vom französischen Landwirtschaftsforschungsinstitut INRA in Avignon geht sogar noch weiter und meint, dass 3/4 der Pflanzenkulturen, die die Menschheit ernähren, von Bienen abhängig sind. Ohne Bienen, siehe wieder das Zitat von Albert Einstein. Der Grund aber, warum die Bienen und andere Insekten aussterben, und das ist dabei das Perverse, ist die Landwirtschaft selber mit dem massiven Einsatz von Pestiziden. Und dabei noch nicht einmal, weil die Bienen zum Beispiel direkt durch Glyphosat umkommen, sondern viel schlimmer indirekt. Forscher der Universität von Texas in Austin fanden nun heraus, dass die Anzahl der Darmbakterien von Bienen abnimmt, wenn man sie Glyphosat aussetzt. Über den Umweg der Bakterien schwächt Glyphosat also die Darmflora und damit die Immunabwehr der Honigbienen. Die Folge? Eine höhere Sterblichkeit der Insekten. Nach den Erkenntnissen dieser Studie wäre ein direkter Zusammenhang zwischen dem Einsatz von Glyphosat und dem Rückgang der Bienenpopulation belegt. Zudem ist wahrscheinlich, dass dieselben Mechanismen, die zum Bienensterben führen, auch negative Auswirkungen auf andere Insektenarten haben könnten. Und natürlich hat die EU sofort reagiert und Glyphosat verboten. Ab Januar 2024. Also liebe Bienen, bis dahin Yakult trinken. Wobei das die Darmflora ja dann vollkommen zerstört. Trotzdem gibt es viele Versuche, Bienen zu retten. Sei es Imkereien, die nun mit Landwirten kooperieren, um auf deren brach liegenden Ackern Bienenkulturen einzusetzen. Oder das erfolgreiche Volksbegehren Artenvielfalt in Bayern, das nicht etwa bedeutet, dass nunmehr Preußen in Bayern auch mal frei rumlaufen dürfen, sondern es zielt darauf ab, durch eine Änderung des bayerischen Naturschutzgesetzes die Entwicklung der Artenvielfalt in Flora und Fauna dauerhaft zu sichern und die bestehenden Lebensräume zu erhalten und zu verbessern. Und das war sogar so gut, dass es auch im Bayerischen Landtag beschlossen wurde. Was zu einer komischen Situation führte, dass der bayerische Ministerpräsident Markus Söder
den man hier sehen kann, wie er gerade mit einem Baum eine fesche Sohle aufs Parkett legt, sich auf einmal als Bienenfreund verkaufte. Wenn es ein paar Stimmen bringt, macht der Markus aber auch alles, wie man auch hier sehen kann, wenn er Salz auf Blumen streut, denn der Markus mag sein Honig gerne salzig. Um auch in Städten mehr Bienen zu haben, gibt es sogar Imker, die nun Bienenvölker zum Mieten anbieten. Ein Bienenvolk kostet im Monat knapp 200 € und bleibt mindestens 2 Jahre beim Mieter. Deutschlandweit kümmern sich 40 Imker um die Tiere. Im Herbst bekommen die Kunden dann den Honig. Ungefähr 20 Kilo im Jahr. Ich bringe die Bienen. Jetzt ist soweit. So einfach sieht das aus. Ein schöner Kasten, hier sind die Bienen jetzt drin. So, das tragen wir gleich raus. Okay. Obwohl die Bienen nun im Industriegebiet wohnen, finden sie genügend Nahrung. Sie können ohne Probleme bis zu 3 Kilometer weit fliegen. Schon nach einem Tag kennen sich die Tiere in ihrer neuen Umgebung bestens aus. Und weil sich die Bienen so schnell auskennen, wissen sie auch sofort, dass man Autohäuser von Renault unbedingt meiden sollte. Außer man steht auf Autos, die so aussehen, als ob man jeglichen Lebenssinn schon lange verloren hat. Dazu muss ich sagen, damit niemand denkt, ich würde hier freiwillig Werbung für Renault machen, dass ich so eine Werbung für solche schlechten Unternehmen nicht mit meinem Gewissen vereinbaren könnte. Wo ich doch für Daimler erfolgreich unter anderem in Indien Werbung mache. Yad mein Kleiderin Kia Hai, Fake mal Demalaka Skraik Hosakata Hai. Daimler, beste deutsche Wertarbeit aus China. Und meine Mutter dachte, ich sei in einer indischen Sekte, als ich ihr diesen Gag schickte. Dabei war es nur Daimler. Genauso schlimm. Nur bringt das Vermieten von Bienen auch ein neues Problem mit sich. Denn nun verdrängen die gemieteten Bienen andere Insekten, die auch in dem Gebiet auf Nahrungssuche gehen. Und diese anderen Insekten sind vor allem Hummeln. Das bedeutet, dass wir auf der einen Seite mit mehr Bienen dem Bienensterben etwas entgegensetzen, aber auf der anderen Seite nun das Sterben der Hummeln potenzieren. Und die Hummeln sind ein genauso wichtiger Bestäuber für die Pflanzen wie die Bienen. Und dabei stehen gerade kleinere Imker immer wieder vor diesen Situationen. Nach Angaben einer Imkerversicherung wurden 2016 in Niedersachsen über 180 Völker gestohlen. Doch viele Imker melden Diebstähle erst gar nicht, weil die Chance, die Bienen zurückzubekommen, gering ist. Die Dunkelziffer dürfte also höher liegen, schätzen Experten wie Dankwart Haude. Doch wer klaut überhaupt Bienen? Interessierte, die sich vielleicht für die Imkerei interessieren. Es kann natürlich auch Imker sein. Die haben natürlich hohe Völkerverluste im Winter gehabt, was unsere Vermutung ist. Und dadurch brauchen sie, um ihre Kunden im Sommer und diesen Herbst wieder mit Honig zu versorgen, jetzt diese Bienen. Wobei, das ist einfach. Denn es war Winnie Pooh, der alle Bienen klaute und dafür nun in China in einem Internierungslager sitzt. Beziehungsweise, ich wurde gerade von der chinesischen Regierung aufgefordert, das klarzustellen. Winnie Pooh sitzt nicht in einem Internierungslager, sondern in einem Comicbären-Umerziehungslager wie auch Yogi Bär. Auch das ist ein berühmter Disney-Fakt. Also fassen wir einmal zusammen. Wir müssen etwas gegen das Bienensterben machen, aber auch gegen das Insektensterben, und dies darf kein Aktionismus sein. Denn so großartig zum Beispiel das Volksbegehren Artenvielfalt in Bayern auch war, so dürftig ist dessen Umsetzung. Denn jeder Verstoß gegen das neue bayerische Naturschutzgesetz gilt noch nicht einmal als Ordnungswidrigkeit. Sprich, es ist vollkommen egal, ob man sich an das bayerische Naturschutzgesetz hält oder nicht, weil man so oder so keine Strafe riskiert. Und so geil die Idee nun ist, sich Bienen zu mieten, dürfen wir dabei auch nicht vergessen, dass nicht nur die Bienen gerade aussterben, sondern alle Insekten. Wenn wir nun aber an alle Ecken Bienenvölker ansiedeln, dann machen wir nichts anderes wie Landwirte, die durch jahrzehntelange Monokulturen ihre Böden zerstört haben. Und wir nehmen anderen Insekten ihren Lebensraum. Seien es Hummeln oder auch Wespen. Klar, die mag keiner, aber trotzdem haben sie da draußen eine wichtige Funktion. Nämlich uns in der Konditorei davon abzuhalten, die dicken Zuckersahnetorten zu kaufen. Denn wenn wir die weiterkaufen und nichts gegen das Insektensterben unternehmen, dann wird man ganz schnell auf die Städte zeigen und sagen: Sie sehen hier einen Friedhof mit vielen Gräbern. Und das wäre echt schade um uns, schon wieder. Aber noch eine kleine Sache. Am 20. Mai
Also morgen ist der Weltbienentag, denn am 20. Mai 1734 wurde Anton Janša geboren, der als Urvater der modernen Imkerei gilt. Also der Mann, der die Bienen damals versklavt hat und nicht nur zum Honig machen. Wir selber können aber so viel mehr tun gegen das Bienen- und Insektensterben. Kein Gesetz der Welt verlangt, dass der Rasen in deutschen Gärten genau 4,711 cm hoch sein muss. Warum also nicht auch ein paar Ecken einfach mal wild wachsen lassen? Und auch wenn es mega cool ist, sein eigenes Bienenvolk auf dem Dach zu haben, warum nicht vielleicht viel lieber ein eigenes Hummelvolk besitzen? Immerhin sind Hummeln viel niedlicher als Bienen. Von Wespen würde ich allerdings abraten, weil es echt verdammt lange dauert, bis man denen ein paar Tricks beigebracht hat. Zum Beispiel nur die zu stechen, die es auch verdient haben. Also Immobilienhaie, AfD-Mitglieder und FDP-Wähler. Das war's wieder von der Show für heute, aber keine Sorge, wir sehen uns wieder am Freitag mit den Lately News. Bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen.